Ja, vielen Dank. Ausstellen. Thank you. We can like switch off the music now. Thanks. Ja, dieses Lied Rache, Gnade, es geht mir seitdem nicht wieder aus meinen Ohren, aus meinem Kopf. So ever since I heard this song, Rahim, which means grace, I've just not been able to get it out of my head. So, weil das ist der Grund, warum wir hier sind. Because that's the reason why we're here. Was sollen wir sonst sagen? Wir kommen aus einer Nation, die verantwortlich ist für den Tod von 6 Millionen Juden. Because what else could we say? We come from a nation that's responsible for the death of 6 million Jews. Und deswegen stehen wir hier wegen der Gnade Jesu. Wir sind ein Zeugnis an der Gnade. And that's the reason why we're standing here. We are a testimony of His grace. Über die vielen, vielen Jahre, wie ich Christ bin, das ist jetzt 40 Jahre, Over the many years that I've been a believer, and that's 40 years now, habe ich mich ständig mit unserer Vergangenheit auseinandergesetzt. I kept dealing with our past. Und wir sind in Deutschland durch viele Phasen gegangen, wo eben immer wieder auch Männer und Frauen Gottes gekommen sind und haben gesagt, jetzt macht mal Schluss mit der Vergangenheit, ihr müsst nach vorne schauen. And in Germany we've gone through many different stages, and some of them were that even people from abroad came, men and women of God, who told us, well, you have to stop looking back, you have to look ahead now. Ihr dürft euch nicht mehr schämen über eure Vergangenheit. You no longer have to be ashamed for your past. Und die haben sicherlich recht. And I'm sure they're right. Weil der Herr hat etwas Neues getan in unserer Nation. Because the Lord has done a new thing in our nation. Und ich selber war dabei, dass ich gesagt habe, wir haben so oft Buße getan, wie oft sollen wir noch Buße tun? And I personally was in the position that I said, well, we've repented so many times now, how much longer will we have to repent? Aber dann, irgendwann mal, waren wir in Houston und ich hatte das Privileg, Baruch Hashem in einer messianischen Gemeinde dort zu predigen. But one day we were in Dallas and I was privileged to speak in Baruch Hashem, the Messianic congregation there. So, sie hat mich korrigiert, in Dallas war es. Ja. She said the right city, it was in Dallas. Und ich stand vorne und ich erzählte einfach von dem, was mit uns passiert ist. And I stood there and I shared what had happened in our city. Und ich sah viele, die mir zuhörten und ich merkte, wie die Atmosphäre einfach ganz dicht und schwierig wurde, einfach weil ich auf Deutsch spreche. And there were so many people listening and I suddenly felt the atmosphere change and it became heavy and there was a tension simply because I was speaking in German. Und auf einmal merkte ich, wie die Leute darauf reagierten, auf meine deutsche Sprache. And all of a sudden I realized that people had a very negative response in their heart to my German language. Und während meiner Predigt dachte ich nach und betete, Herr, was ist das? And while I was preaching, I was praying inwardly and saying, Lord, what is this? Und der Heilige Geist sagte zu mir, es sind viele, die tief verletzt, die Traumata ihrer Eltern und Großeltern mit sich herumtragen. And then the Lord spoke to me and said, well, you know, there's so many people gathered here, they're still so hurt and they still carry the traumas of their parents and grandparents in their own hearts. Und das sind die Traumata, die ihre Holocaust-Überlebenden und Flüchtlinge mit sich herumgetragen und auf ihre Kinder und ihre Enkel übertragen. These are the traumas that the survivors of the Holocaust, the refugees, all carried in their lives and they passed them on to their children and grandchildren. Der Heilige Geist sagte zu mir, solange sie das mit sich herumtragen, wie kannst du als Deutscher sagen, dass das abgeschlossen ist? And the Holy Spirit asked me and said, well, as long as there's still one person suffering from the results of the past, how can you as a German declare it's over? Und ich stand vorne und bat um Vergebung für die Schuld. And I stood there at the pulpit and I asked for forgiveness on behalf of the Und Germans. viele kamen nach vorne und die teilten ihr Herz mit. There were so many who came forward then and who shared their hearts. Und wir erlebten, wie Heilung passiert. Und manche sagten, ich habe zum ersten Mal gehört, dass aus der deutschen Sprache nicht Hass herauskommt, sondern Heilung und Versöhnung. And there was reconciliation taking place. And so many people came and said, today was the first time that I ever heard the German language not used in cursing and hatred, but in asking for forgiveness. Meine Lieben, das hat natürlich mit unserer Geschichte zu tun. And my friends, of course, this has to do with our own story. Und diese Geschichte, die habe ich schon öfter erzählt und ich denke, manche von euch kennen sie. And this is a story I've shared several times, and some of you probably know it. Aber es ist die Geschichte eben unserer Stadt, in der ehemaligen Nazistadt. But it's the history of our own city, which used to be a former Nazi city. Und ich erzählte immer wieder, wie wir versucht haben zu beten und wie diese Decke der Finsternis in uns war. And I've shared quite a number of times that we tried to do something in the city, but the city was covered by a veil of darkness. Und wie wir an einem Punkt der Verzweiflung waren und einfach Gott suchten.
And at one point, we reached a point of desperation. We were seeking God for a Und breakthrough. ich fasse das zusammen, weil ich weiß, dass manche es gehört haben. And I want to summarize it because I know that some of you have heard the story already. Aber es ist wichtig, einfach um zu verstehen, warum wir Deutschen her sind. But it's important to understand why we're here as Germans. So, aus unserer Stadt in Tübingen, da wurden 300 Hauptexekutoren des Holocaust ausgebildet. And 300 of the main executioners of the Holocaust were trained in our city of Tübingen. Das heißt, die Leiter und der SS-Einsatzgruppen, die verantwortlich waren für mindestens 600.000, 700.000 Tod von Juden, die wurden in Tübingen ausgebildet. So the leaders of the SS Einsatzgroups and those people who were personally responsible for the deaths of at least 600,000 Jews, they were trained in our city. Die Universität war verantwortlich für sogenannte medizinische Versuche in der Konzentrationslager, wo Tausende und Zehntausende von Frauen getötet wurden. And the medical department of the university was responsible for medical human experiments in the concentration camps that caused the death of thousands and tens of thousands of women. Die Universität war von der Grundlegung an antisemitisch. And right from its foundation in the Middle Ages, the university has always been anti-Semitic. Und dieser Antisemitismus, diese Finsternis dieser Stadt, das blieb noch bis 1980, 1990. And this darkness, this anti-Semitism that covered the city and the university had remained even way until the 1980s. Und erst als wir angefangen haben, Buße zu tun und uns offen zu jüdischem Erbe zu bekennen, veränderte sich die Atmosphäre der Stadt. And only once we started repenting of our past, and once we started identifying with the Jewish inheritance that we as Christians carry, our city started changing. Und auf einmal war es wie eine Decke der Finsternis beiseite geschoben. And all of a sudden it was like a curtain and a veil of darkness drawn aside. Und unsere Stadt wurde transformiert und verändert. And our city was transformed and changed. Und das, was wir jetzt haben, ist eine Stadt, die neu ist. And what we see now is like a new city. Wo der Herr uns Gelände gegeben hat, wo viele Leute sich bekehren. And the Lord has given us a property where we see many, many people getting Wir saved. haben Bürgermeister mit jüdischem Erbe. Right now we've got a mayor who is of Jewish descent. Eine Zeitung, wo der Chefredakteur Christ ist. Our newspaper, the chief editor, is a Christian now. Jüdisches Leben ist emporgewachsen. Jewish life has come up in the city again. Und wenn wir nach Tübingen kommen, kommen wir zum ersten Mal nach Hause. And when we come up to Tubingen now, for the first time we actually come home. Und wir haben gesehen, dahinter steckt etwas, was nicht nur für Tübingen gilt, sondern eigentlich für jede Stadt, jede Nation. So what we realized is that there is a principle that does not only apply to Tübingen, but to any other city in the world. Und das hat etwas mit den Todesmärschen zu tun, die von den Konzentrationslagern oder zum Ende des Zweiten Weltkriegs ausgegangen sind. And this has something to do with the death marches that went out from the concentration camps at the end of the Second World War. Und ich erzähle das ein bisschen, weil daraus die Marsch des Lebens entstanden ist. And I'm sharing this because this actually produced or gave birth to the March of Life. Vielleicht schiebe ich ein, dass ich gestern ein Gespräch gehabt habe mit einer Holocaust-Überlebenden. And maybe I can add at this point that yesterday I talked to a Holocaust survivor here in New York. Und sie heißt Lore Oppenheimer, sie hat deutsche Herkunft. And her name is Laura Oppenheimer and she's of German descent. Und ich hatte sie eingeladen, sie wird am Montag beim Treffen in der UNO sprechen. And I've invited her and she will speak on Monday evening at an event that we have in the UN. Und sie erzählte mir, wie sie in der Nähe von Hannover lebt und dort deportiert wurde. And she told me the story of how she had lived close to Hanover before the war, and then she was deported from the city. Sie wurde dann nach Riga gebracht, ins Ghetto. And she was taken to the ghetto of Riga. Und von dort aus ins Konzentrationslager. And from there she was taken to the concentration Und camp. da erzählt sie, ich war auf den Todesmärschen. And then she said, well, I also was on the death march. So, die Todesmärsche, das war zum Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die Konzentrationslager aufgelöst. And the death marches happened because towards the end of the Second World War, all the concentration camps were dissolved. Und die entkräfteten und verhungerten Gefangenen, die sowieso schon überhaupt kaum noch laufen können. And those emaciated and starving prisoners who weren't even able to walk in the first place, die wurden im kalten deutschen Winter auf die Straßen getrieben und zu Hunderttausenden starben sie auf der Straße. they were driven out onto the German streets and made to forcefully march
where they died by the hundreds and thousands. Die SS-Offiziere erschossen sie gnadenlos, wenn sie auf der Straße lagen. And the SS officers, they were merciless, shooting them when they fell by the wayside. Und auf diesen ganzen Todesmärschen überall in Deutschland, da waren die ganzen Straßen in Deutschland mit Blut bedeckt. And all of these German roads, they were simply covered in blood at the time. Und das war der Auslöser, dass wir sagten, wir wollen auf diesen Straßen gehen und da soll Tod in Leben verwandelt werden. And this actually caused us to say, well, we want to walk along those same roads and we want to see death transformed into life. Und deswegen wurde aus diesen Todesmärschen wurde es das Marsch des Lebens. And so that's why these death marches now became the March of Life. Und der Marsch des Lebens war von Tübingen in die Konzentrationsgedenkstätte Dachau, ehemalige Konzentration. And the first March of Life took place from close to Tübingen towards the concentration camp, the memorial now, of Dachau. Und daraus entstanden die ganzen Märsche des Lebens, sie bereiteten sich auf überall international. And this actually produced all of the other marches of life that spread over all of Europe. Aber wo es wirklich diesen Todesmarsch gegeben hat, das habe ich in diesem Jahr in Auschwitz erlebt. But one place that surely had death marches is something that I saw this year, and that was in Auschwitz. Wir waren in diesem Jahr zum ersten Mal in der Gedenkstätte von Konzentrationslager Auschwitz. So this year it was our first time to actually visit the memorial at the concentration camp of Auschwitz. So, weil wir in diesem Jahr Märsche des Lebens in Polen vorbereiten. Because this year we're preparing Marches of Life in Poland. Und dann im August werden wir einen großen Davidsstern in Polen laufen und werden verschiedene Konzentrationsgedenkstätten miteinander verbinden. In August, we will walk along the outline of a huge Star of David all across Poland, linking all the major death camps. Und in jedem, in Auschwitz, Treblinka und überall werden wir Versöhnungsveranstaltungen haben. And in each of those camps, whether that's Auschwitz, Treblinka or wherever, we will have reconciliation events. Und Polen und Deutsche und Juden, messianische Freunde und alle zusammen, wir werden gemeinsam dort laufen. And Poles, German, Jews and Messianic friends, everyone together, we will walk along together. Also wird eine Strecke sein von 1800 Kilometer, die wir wieder in Stafetten aufteilen. It will be about 1,200 miles, then we will split into little sections and we'll walk it. Und das alles wird eine Vorbereitung sein für einen großen Marsch des Lebens 2013. But all of this is a preparation for the big March of Life in 2013. Und dieser Marsch des Lebens wird anlässlich von 70 Jahre Warschauer Ghettoaufstand sein. And this big march will take place on occasion of 70 years anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising. Und mit den ganzen Kirchen und Gemeinden werden wir zusammen, auch mit den Politikern, werden wir auf der Straße sein, eine Kundgebung haben. And we'll take to the street in Warsaw together with all the different churches and denominations, politicians, and we'll take a stand for Israel. Aber da in Auschwitz, da gibt es diese Rampe. But in Auschwitz, there's the ramp. Und dort fuhren die Züge hin und all diejenigen, die deportiert wurden und nach Auschwitz kamen, die mussten aussteigen. And this ramp is where all the trains stopped, and everyone who was supported on the trains, they had to get out at this selection Und ramp. da waren die SS-Ärzte und sie, so nannte man das, selektierten. And there were the SS doctors who stood there, and they selected the people. Und die Alten und Kranken und Kinder, die mussten zur rechten Seite And gehen. whoever was old or sick or the children, they had to go to the right. Und sie waren sofort verurteilt, einfach in die Gasöfen zu gehen. And this was the immediate death sentence. They were sent straight to the gas chambers. Und da ist ein Weg, der ist so 3 Meter breit und hat hohe Zäune. And there is one path. It's about 3 meters wide, and there's high fences right and left. Und das war ihr letzter Todesmarsch bis hin zu den Gasöfen. And that was their last death march right into the gas Und chambers. wir gingen dort diesen Weg entlang. And so we walked along this path. Und da links und rechts waren die Bilder und waren Gedenken an sie. And on the right and the left, there would always be the pictures to commemorate the people there. Und ich musste darüber nachdenken, dass das war der Todesmarsch. And I really had to think that was the big death march. Und Tausende und Tausende und Zehntausende wurden getötet. And thousands and multiple thousands and hundreds of thousands were killed. Und solange diese Gedenkstätte da ist, wir das sehen, And as long as this memorial is there, and as long as we see this, dann können wir nicht unseren Mund halten. we cannot be silent. Dann können wir nicht als Gemeinden stehen und könnten so tun, als ob nichts wäre. We as churches can't just stand there and act as if nothing had happened. Dann schauen wir die ganzen Wärter und all die Leute, die da waren, die lebten einen Steinwurf entfernt in einer Siedlung. Because you see, all the guards and the soldiers who were there,
They lived just a stone throw away in a little settlement. Und da hatten sie ihre Gemeinden und And they had Kirchen churches there, und ihre Familien. and they had their families there. Und die gingen dann in diese Konzentrationslager wie zur Arbeit. And then they would go each morning into the concentration camp as if going to work. Und sie waren so abgestumpft innerlich, dass sie überhaupt nicht drüber nachdachten über das, was sie taten. And they were so dull and hardened inside, they just did not spare a single thought of what they were actually Und doing. das war die Situation in ganz Deutschland. But that was the situation in all of Germany. Schau mal, da waren die ganzen Kirchen und die ganze Gemeinde in Nazi-Deutschland. You see, all of the churches, all of the congregations there in Nazi Germany, Sie hatten all ihre Gottesdienste. everyone, they had their services. Die Kirchen waren voll. The churches were full. Sie beteten Gott an. They worshipped God. Sie hatten ihre Kirchenlieder. They had their church songs and hymns. Sie hatten ihre Gemeindeprogramme. They had their church programs. Und sie dachten nicht darüber nach, dass sie verantwortlich sind für das, was da draußen passiert. But they never thought that they were actually responsible for what was happening out there. Sie dachten, wir stecken besser unseren Kopf in den Sand. They thought, oh, well, we put our head into the sand. Und vielleicht haben sie gedacht, vielleicht beten wir auch noch für And they say, Israel. okay, well, maybe we'll pray for Israel. Wir beten vielleicht für die armen Menschen. Or maybe we'll pray for those poor people. Aber sie waren nicht bereit, einfach ihren Mund zu öffnen, das Schweigen zu zerreißen. But they were not willing to open their mouth and break the silence. Und schau mal, das war die Situation in ganz Deutschland. And you see, that was the situation in all of Germany. Da waren nur Einzelne, die wirklich aufgestanden sind. There were only individuals who dared to take a stand. Und ich musste darüber nachdenken, dass wir heute weltweit in der gleichen Situation sind. And I actually had to think of it, that today, worldwide, we're in the same Und vielleicht situation. hast du, Jobst, Mensch, du übertreibst aber wirklich. And maybe you think now, well, you're just exaggerating a little bit here. Aber schau mal, wenn ich mir mal die Situation in Amerika anschaue, But just, you know, if I take a look at the situation in America, da sehe ich, wie viel sind das? 25% sind antisemitisch eingestellt. I see a percentage of something like maybe 25% of the population who harbor anti-Semitic feelings. Wenn ich schaue, wie viele Nazi-Gruppen es gibt, dann komme ich mindestens auf 30 oder 40 Nazi-Gruppen. If I take a look at Nazi groups that are there, I count at least 30 or 40 different groups. Wenn ich anschaue, wie viele Hate-Groups es gibt, dann sind es über 900. If I take a look at how many hate groups there are, there's over 900 of them. Und wenn ich in Gemeinden hineinkomme, dann sind die gleiche Gleichgültigkeit wie in Deutschland. And if I go into the churches, I find the same indifference that was there in Germany. So, die Gleichgültigkeit ist, dass sie Israel segnen. So their indifference is that they maybe bless Israel. Aber wenn es darum geht, hinzustellen auf die Straße, das Schweigen zu zerbrechen, But when it's about taking a stand, going to the street and breaking the silence, da habe ich so meine Programme. oh, well, I've got my own problem, you know. Und ihr Lieben, das sehe ich überall weltweit. And my friends, this is something I find worldwide. Aber Gott ist dabei, das zu zerbrechen. But God is breaking that right Schau now. mal, wir sehen das in Lateinamerika. You see, we see that very thing happen in Latin America. Wir sehen dasselbe überall in den Nationen. We see the same thing happen in all the nations. Und gleichzeitig sehe ich ein anderes Phänomen. But at the same time, I also see a different phenomenon. Das ist wirklich was Endzeitliches. And that is truly something that's to do with the end times. Das ist so wie Licht und Finsternis auseinander. It's like light and darkness being separated. Wenn die einen wirklich gleichgültig sind und nicht bewegt und in ihrem Schweigen sind, You see, there's this one group who are indifferent, who are caught in their silence, who are not moved inwardly. sehen wir, wie weltweit die Gemeinde Jesu auch ein jüdisches Erbe hat. At the same time, there's something that we see happening worldwide. It's that the church is starting to rediscover their Jewish roots. Und das ist interessant, was da passiert. And it's really interesting to see what's happening Und there. das ist in China, It happens in China. das passiert in asiatischen It Ländern, happens in the Asian countries. das passiert in It Lateinamerika. happens in Latin America. Auf einmal schüttelt der Herr die Gemeinden All of a sudden, the Lord is taking hold of the churches and shaking und them. sagt, ihr könnt nicht weiter And weitermachen. says, you can't go on as before. Ihr müsst eingepflanzt sein an dem eigentlichen Stamm. You have to be grafted into the true root.